Eine Frage, die ich öfter gestellt bekomme, ist, wie oft gehen wir mit Sam eigentlich spazieren? Wie oft gehen wir raus? Und warum glauben wir, dass die Auslastung so wichtig ist? Erstmal bei Welpen und bei Junghunden ist es so, oder zumindest steht es so auf allen möglichen Internetseiten, ist, dass man den Hund nicht länger als 5 Minuten pro Lebensmonat spazieren soll. Also wenn ein Hund 3 Monate alt ist, bedeutet das ungefähr 15 Minuten. Wir halten uns so ein bisschen dran, aber allerdings, wenn der Hund etwas größer wird, denken wir, dass man auch ein bisschen mehr spazieren gehen kann. Wir gehen mit Sam 2-mal pro Tag spazieren. Und zwar beim ersten Mal morgens machen wir ungefähr 3,5 bis 4 Kilometer. Das sind so 40 Minuten ungefähr. Und abends gehen wir ungefähr 5 bis 5,5 Kilometer. Das ist dann 45 bis 50 Minuten, je nachdem wie schnell ich laufe oder je nachdem wie schnell wir spazieren gehen. Wir finden, dass die Hundeauslastung sehr wichtig ist und dass Spazierengehen dazu beiträgt, dass der Hund ausgelastet ist. Wir finden aber auch allerdings, dass die körperliche Auslastung nicht ausreichend ist und nicht alleine genügt. Wir denken, dass die geistige Auslastung ebenfalls wichtig ist, also die Arbeit des Hundes. Wenn der Hund bestimmte Aufgaben lösen muss oder trainieren muss, das ist ebenfalls eine Auslastung und die ist genauso wichtig wie körperlich. Also wenn man vernünftig genug, sage ich mal, mit dem Hund spazieren geht und den Hund entsprechend geistig auslastet, sehe ich da kein Problem. Der Hund ist ausgelastet, zufrieden und glücklich. So wie Sam. Und warum glauben wir, dass die Auslastung so wichtig ist? Zu einem, nicht deshalb, weil der müde Hund guter Hund ist. Das finden wir nicht so wirklich richtig, die Aussage. Es ist zwar natürlich so, dass der Hund, der müde ist, keinen Quatsch macht. Aber wir finden die Auslastung aus einem anderen Grund wichtig. Und zwar wegen der Entwicklung des Hundes. Je mehr Hund geistig arbeiten muss, umso besser entwickelt sich sein Gehirn. Das ist logisch. Je mehr er körperlich arbeitet, umso besser entwickelt sich sein Körper. Da muss man natürlich aufpassen und nicht übertreiben, weil das kann auch schnell umschlagen. Gerade bei großen Hunden muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil entsprechende Sehnen, Muskel, Gelenke und so weiter noch nicht so weit sind, dass sie stark belastet werden können. Also da muss man echt aufpassen. Es regnet. Ist nicht so schön, aber egal. Wir sind trotzdem unterwegs. Zum Thema geistige Auslastung eines Hundes, beziehungsweise wie machen wir das mit Sam. Also wir trainieren mit Sam mindestens einmal pro Tag, mindestens eine halbe Stunde. Und diese ganze Session ist aber in der Regel 40 bis 50 Minuten, wobei wir letzte 10-20 Minuten mit Sam ausschließlich nur spielen. Davor trainieren wir, danach spielen wir oder wir mischen das. Ein bisschen trainieren, ein bisschen spielen, so dass es ihm auch Spaß macht. Während wir mit ihm trainieren, muss er natürlich bestimmte Sachen machen, auch nachdenken, Probleme lösen und ähnliches. Und das macht ihm Spaß. Wir wechseln uns auch ab. Es ist so, dass wir in der Familie zurzeit 5 Mitglieder sind. 3 Kinder, 2 Erwachsene, wobei die Kinder auch relativ groß sind. Und jeder von uns hat entsprechend an bestimmten Tagen die Aufgabe, mit dem Hund zu trainieren. Dadurch wollen wir die Bindung zwischen uns allen mit dem Hund festigen. Und das funktioniert auch ganz gut. Diese Verteilung bzw. Kombination zwischen Spielen und Trainieren, das bezieht sich jetzt nur auf diesen einen Trainingsblock sozusagen. Wir spielen natürlich viel mehr mit ihm am Tag, immer mal zwischendurch und so weiter. Aber wenn wir trainieren, dann sieht die Trainingseinheit so aus. Zum Thema Auslastung des Hundes bzw. Training bzw. Spazierengehen und ähnliches muss ich sagen, dass wir die Philosophie von Will, ein Hundetrainer der Schule Fenrir aus England, gerne befolgen. Und zwar
hatte sehr viele Erfahrungen mit den Mastiffs, insbesondere mit Cane Corsos. Und er hat einige sehr gute Online-Kurse gemacht, die unbedingt zu sehen sind, meiner Meinung nach, die sehr schön die Philosophie der Hundeerziehung vermitteln und unheimlich wichtige Tipps und wertvolle Tipps, wertvolles Wissen vermitteln. Will ist eigentlich ein Hundepsychologe, würde ich beinahe sagen, und entsprechend sehr erfahrene Hundetrainer. Seine Kurse, Online-Kurse, sind in Englisch, aber ich denke, das ist heutzutage überhaupt kein Problem bei keinem von uns. Und sie vermitteln wirklich das Wissen von Anfang an, also vom Welpenalter bis hin zum älteren Hund. Und seine Kurse nehmen auch Bezug auf die Hunde, die zum Beispiel Problemverhalten zeigen oder bei denen Problemverhalten entsprechend gelöst werden muss. Das nennt er Bootcamp. Das ist wirklich ein 2 Wochen Plan, wie man mit seinem Hund trainieren und umgehen soll, um sein Verhalten wieder entsprechend passend zu korrigieren oder wieder richtig zu machen. Sam ist irgendwie Ambassador von dieser Hundeschule und seine Online-Kurse können natürlich auch über diesen Link bestellt werden, den ich in den Kommentaren geschrieben habe. Falls ihr unseren Code nutzt, kriegt ihr auch 10% Ermäßigung. Kann ich wirklich nur empfehlen. Sam, du hast es leicht. Du hast keine Brille. Ich sehe schon mal gar nichts. Scheiße,